In Teil 4 geht es um die Querschnittsnachweise. Wir holen uns dazu wieder einen Task. Und zwar finden wir hier die Stahlbaunachweise und der erste Punkt ist direkt, was wir brauchen. Querschnittsnachweise der Stäbe. Durch Doppelklick wird der Task geöffnet und wir sehen verschiedene Nachweismethoden, die zur Verfügung stehen. Methode 1 ist die Vergleichsspannung, also es wird einfach die Vergleichsspannung berechnet und die Querschnittsklassen 1 bis 3 damit nachgewiesen. Für Querschnitte der Klasse 4 findet eine Identifizierung statt und diese werden dann in Rot hervorgehoben, aber nicht nachgewiesen. Dann haben wir hier auch die Möglichkeit, uns Querschnitte empfehlen zu lassen. Das kann sinnvoll sein, wenn wir näher an die Ausnutzung von 1,0 beispielsweise herangehen wollen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Biege-Knicken nach Abschnitt 6311 nachweisen zu lassen. Das ist das einfache Ersatzstabverfahren, bei dem man Beta-Werte vorgeben muss. Die kann man dann hier entsprechend eintragen. Aber das wollen wir natürlich hier nicht machen, weil wir viel höherwertige Nachweise später führen wollen mit dem Sophistic Biege-Drill-Knick-Modul. Nachweismethode 2 ist die lineare Addition der Schnittgrößen. Hier wird für Querschnittsklasse 1 und 2 gemäß der Gleichung 6,2 der Nachweis geführt. Für Klasse 3 wird die Vergleichsspannung nachgewiesen. Querschnittsklasse 4 wird hier genau wie bei der Erstmethode nur identifiziert und in Rot hervorgehoben, aber nicht nachgewiesen. Hier haben wir auch wieder die Möglichkeit, uns Querschnitte empfehlen zu lassen und es steht auch wieder das Ersatzstabverfahren zur Verfügung. Kommen wir zum dritten Nachweis, zur dritten Nachweismethode. Das ist sicherlich die im Allgemeinen zu empfehlende Methode, die Gesamtinteraktion gemäß Gleichung 641. Das ist also ein plastischer Nachweis und ich sage empfohlen deswegen, weil wir dadurch eine wirtschaftlichere Ausnutzung erhalten. Auch dieser Nachweis erfolgt für die Querschnittsklassen 1 bis 3 und auch hier stehen wieder die Empfehlungen von Querschnitten und das Ersatzstabverfahren zur Verfügung. Kommen wir zum vierten Verfahren, vierte Nachweismethode, die nichtlinearen Spannungen. Hier wird vor allen Dingen dieses Verfahren eingesetzt, um die Querschnittsklasse 4 zu berechnen. In der Regel für die Analyse von nichtlinearen Spannungen werden die maximalen Stahlspannungen durch FU, also Ultimate, durch die Zugfestigkeit begrenzt. Alternativ könnte man hier ein Häkchen setzen, sodass dann stattdessen hier nach der Streckgrenze verglichen wird. Oder wenn man einen anderen Wert einsetzen möchte, kann man hier bei Grenzspannung einen anderen Wert reinsetzen. Also für einen Stahl 235 wäre ja die Zugfestigkeit 360, die Streckgrenze 235 und hier 300 wäre halt ein dazwischenliegender Wert. Einheit ist hier Megapascal, was natürlich das gleiche wie Newton pro Quadratmillimeter ist. Dann haben wir hier die Möglichkeit vorzugeben, in welchem Lastfall die Ergebnisse gespeichert werden, was der Bemessungslastfall sein soll. Voreingestellt ist 901, würde ich auch in der Regel so lassen. Hier ganz interessant haben Sie die Möglichkeit, den Sicherheitsbeiwert Gamma, also den Teilsicherheitsfaktor zu beeinflussen und beispielsweise
Wenn ich mal hier an dieses Verfahren denke, auf 1,1 zu setzen. Des Weiteren besteht hier die Möglichkeit zu sagen, wie die Klassifizierung der Querschnitte stattfinden soll, mit reduzierter Ausgabe, mit detaillierterer Ausgabe oder wenn überhaupt keine Klassifizierung stattfinden soll. Wie die Klassifizierung überhaupt stattfindet, ist hier auch nochmal aufgeführt. Ich würde sagen, wir nutzen die Methode 3 der Gesamtinteraktion und wählen eine detaillierte Ausgabe der Klassifizierung. Auf dem zweiten Kartenreiter tauchen dann unsere Lastkombinationen auf und wir müssen sie anhaken. Das ist hier schon erfolgt, damit sie auch gerechnet werden. Bei Auswahl können wir sagen, was überhaupt nachgewiesen werden soll. Strukturlinien, Gruppen, Stäbe oder Seil. Ich wähle hier jetzt mal zunächst die Strukturlinien aus. Man könnte auch über diesen Knopf einzelne Stäbe grafisch auswählen. Gut, dann sagen wir OK und wenn das Häkchen hier bei sofort ausführen gesetzt ist, wird die Berechnung auch sofort gestartet und ist in dem Moment auch schon abgeschlossen. Über die rechte Maustaste können wir uns die Ergebnisse aufrufen. Es startet der Sophistic Report Browser und wir bekommen nochmal die wesentlichen Dinge aufgeführt, beispielsweise was die Norm ist, was die Materialien angeht, welche Stabelemente nachgewiesen werden sollen, was die untersuchten Lastfälle oder Lastkombinationen sind. Dieser Abschnitt Maximalspannungen und überprüfte Grenzwerte gibt uns einen sehr guten Überblick über Größe und Ort der maximalen Spannungen. Der Abschnitt Grenzschlankheiten C zu T, da sehen wir die C zu T-Verhältnisse und in Klammern jeweils die Querschnittsklasse hier an dieser Stelle. Wenn man mal runter scrollt, dann sieht man hier auch entsprechende Fußnoten, die die einzelnen Werte näher erläutern. Dann haben wir hier die Tabelle Ausnutzungsgrade. Hier wird für jeden einzelnen Stab der Ausnutzungsgrad dargestellt und man sieht vor allem sehr schön in Blau, ob die Werte eingehalten sind. Wenn sie nicht eingehalten würden, dann wären hier Werte in Rot aufgeführt. Auch zu dieser Tabelle gibt es hier sehr umfangreiche Fußnoten, die das Ganze nochmal näher erläutern. Und dann gibt es nochmal einen Abschnitt Maximale Ausnutzungsgrade, der eine Zusammenfassung dieser vorherigen umfangreichen Darstellungen aufzeigt. Und hier sieht man also auch nochmal sehr schön für jeden Querschnitt, welche Querschnittsklasse hier vorliegt. Wir haben also Querschnittsklasse 1 und 2 und wie die Ausnutzung in Folge der Querschnittsbemessung aussieht. Gut, so viel zu dem Task Querschnittsnachweise der Stäbe. Den kopiere ich jetzt einmal, weil wir natürlich auch noch die Seile haben. Schreibe ich hier mal Seile als Überschrift hinein. Und wenn ich da wieder reingehe, muss ich natürlich jetzt hier bei der Auswahl Seile aktivieren. Und ich sage OK, es wird wieder berechnet und ich kann mir die Ergebnisse anschauen.
und gehen mal direkt auf die Ausnutzungsgrade und wir sehen, oder wenn wir vielleicht erstmal auf die Spannung gehen, sehen wir auf jeden Fall, wir haben nur positive Werte. Wir haben also nur Zug, wir haben keinen Druck. Und das war ja der Sinn, warum ich als Typ, als Querschnittstyp Seil gewählt habe, weil ich hier nur Zugspannung haben wollte und man sieht, dass die Ausnutzung natürlich sehr, sehr gering ist. Wir bekommen hier auch kleine Bildchen, grafisch nochmal die Ausnutzung, den Ausnutzungsgrad dargestellt. Also hier für die Stäbe und hier für die Seile und da sieht man auch, dass wir nur Zugkräfte haben. Das sind voreingestellte Grafiken. Wir werden uns später natürlich noch diesen WinGraph ansehen, mit dem man die Grafiken detailliert ändern kann nach den eigenen Wünschen. So, das schließe ich und dann schauen wir uns im nächsten Video die Stabilitätsnachweise an.